Bevor wir anfangen, wir wollten nur kurz Info geben. Es sind Flüchtlinge, Aktivisten, die aus Baden-Württemberg hierher kommen wollen und einige von denen sind im Hof kontrolliert worden und auch in Erfurt. Es zeigt, wie das System ist oder bereit ist, uns zu stoppen, aber es zeigt auch, wie stark wir sind, um diesen Widerstand zu leisten, hierher nach Berlin zu kommen. أنا رح أحكي عن دور الألماني بالنسبة للحرب القائمة هلا في بلدي بسوريا. I will talk about the German interference in the war in Syria now. Ich werde über die deutsche Kollaboration mit dem Krieg in Syrien heute sprechen. يعاني الشعب السوري من حكم ديكتاتوري منذ أكثر من 50 عاماً، وهذا الحكم الديكتاتوري يعتمد بحكمه على الأجهزة الأمنية التي تدرب هنا في ألمانيا ويشتري أجهزة التعذيب منها. Syria is under dictatorship since 50 years, and this dictatorship used the force and security forces to control the whole country, and these forces trained here in Europe, in Germany, and also the instruments that these security forces used is also manufactured here. Syrien ist in einer diktatorischen Regierung seit 50 Jahren. Und diese Diktatur wurde mit der Ausbildung, die Instrumenten, die Waffen, die Materialien Deutschlands benutzt, um diese Unterdrückung durchzuführen. إضافة إلى الحصار الاقتصادي المطبق على الشعب السوري الذي أدى إلى انهيار قيمة العملة السورية وإلى زيادة الفقر والجوع في سوريا. In addition to the economic restriction against Syrian people, which lead to lowering the currency of Syria and also increase the rate of poverty in the country. Es gibt jetzt ein wirtschaftliches Verbot, mit Syrien zu handeln, und das trägt dazu bei, dass die armen Leute jetzt in Syrien unter dieser Politik leiden müssen, weiter leiden müssen. هناك أيضاً الدعم الألماني لدولة إسرائيل. دولة إسرائيل المحتلة لجزء من أراضينا السورية وهي دولة عنصرية بامتياز. Also, there is a rule of Germany in supporting Israel. Israel is occupying state, occupied the Syrian land, and I see Israel is a racist state in every means. Deutschland unterstützt die israelische Regierung. Und Israel ist ein Besetzermacht. Israel hat Teil des Gebiets Syriens besetzt und Deutschland unterstützt Israel. Und für uns, und es wird auch in der Welt gesagt, Israel ist ein rassistisches Land. إن الدعم الألماني لدولة على أساس ديني هو دعم عنصري ودعم للعنصرية أيضاً. The support of German government to Israeli state, which is a religious state, is a type of racism. Die Unterstützung Deutschlands der Staat Israel, und wir sollen wissen, dass Israel ein religiöser Staat ist, und das sehen wir als Rassismus.
هناك باخرة ألمانية مرسلة من الحكومة الألمانية موجودة على الساحل السوري تقوم بعمليات التجسس والتنصت على أجهزة الأمن السورية لمساعدة المسلحين الإسلاميين. Also, there is a ship, German ship, in the Syrian shores, in the sea, and they are acting like spies to follow the communication within the security forces of Syria government in order to support the other group in this fight. Und in syrische Wasser oder im Meer, dem Mediterran, gibt es ein deutsches Schiff, ein Kommunikationsschiff, ein Militärschiff, das versucht, irgendwie die Kommunikation von der syrischen Regierung zu verfolgen, damit sie an die Rebellen weitergeben, um die Rebellen zu unterstützen. أي أن الدولة الألمانية تلعب دورا لا بأس به في هذا الصراع الذي يجرى على الساحة السورية، أي أنه جزء من الجرائم التي تجرى على الساحل السوري أو في الوطن السوري. That means Germany has a very recognizable role in this fight in Syria, and Germany is responsible for all crimes in this land, which is going now on the land. Das heißt, Deutschland hat eine erkennbare Rolle in diesem Krieg. Und für uns ist Deutschland auch verantwortlich für alle die Ermordungen, die Tötungen von Familie und Kindern, die jetzt in Syrien stattfinden. لهذا علينا كشعب سوري محاسبة ألمانيا كمجرم أيضا. For this, we as Syrian people, we have to take hand over the German government and account German government as responsible criminals in this fight. Und dafür klagen wir die deutsche Regierung an, wegen ihrer Unterstützung an die Verbrechen, die in Syrien stattfinden. Die verbrechliche Unterstützung von Deutschland klagen wir an. أيضا علينا أن لا ننسى أن هناك كانت اتفاقية عام 2009 بين ألمانيا والحكومة السورية التي الآن أصبحت ديكتاتورية، علما أنها أكثر من 50 عاما اسمها ديكتاتورية، ومع ذلك كان هناك اتفاقية بين ألمانيا والحكومة السورية تنص على عودة اللاجئين السوريين الذين لم يتم قبول لجوئهم في ألمانيا، وعندما رجعوا وتم اعتقالهم ألمانيا لم يعرفوا لها دفن، وظلت تبقى بأن سوريا هي بلد ديمقراطي. In 2009, there was an agreement between German government and Syrian government, and in this agreement, the both sides agreed together any Syrian one who rejected to be like refugees here in Germany, German government should send him or her back to Syria, and those people who returned back to Syria, they had been arrested and tortured, and German government do nothing. 2009 gab es ein Abkommen zwischen der syrischen Regierung und der deutschen Regierung, dass alle Flüchtlinge, die hier abgelehnt oder ihre Asylanträge abgelehnt wurden, sollen nach Syrien zurückgeschickt. In Syrien wurden sie verhaftet und gefoltert. Alles unter die deutschen Augen. وحتى الآن اللاجئون السوريين بالرغم أن هناك قرار بقبول لجوئهم إلا أنه يبقون أكثر من سنة حتى الآن ولم يأتهم جواب، وهم يعانون من ظروف نفسية ومعيشية صعبة جدا. Although the situation of Syria today, the German government ignore to accept Syrian people as refugees, and if you are lucky, you can get refugees situation after a long period of time, maybe years. Trotz der Situation in Syrien heute, es gibt syrische Flüchtlinge, die abgelehnt oder ihre Asylanträge abgelehnt wurden. Nur wenn man ein kleines bisschen Glück hat, dass
dass man eine Anerkennung bekommen kann. Aber trotz dieser Situation jetzt werden syrische Menschen zurückgeschoben. إلى الآن هناك مراكز في ألمانيا لإرسال مجاهدين إلى سوريا للقيام بأعمال العنف والقتل والجرائم الفظيعة. At this moment, there is like centers in Germany to prepare and send rebels and fighters to participate in fighting in Syria. Während wir jetzt reden, gibt es Orte hier in Deutschland, wo Rebellen ausgebildet wurden oder ausgebildet sind, um nach Syrien zurückzuschicken, um für die Rebellen dort zu kämpfen. إنها تريد محاربة الخير ونشر الشر في بلادنا. And for this, I say, Germany want to distribute devil's doing and to reduce the good in our countries. Und dafür sage ich, dass Deutschland einen Beitrag macht, um die Gesellschaft in Syrien zu zerstören. Dass Deutschland ist teilverantwortlich für die katastrophale Situation in Syrien heute. شكراً. Thank you. So, Ali wird jetzt als letzter Freund einen Länderlagebericht zu Togo machen. Jeder weiß, wie lange Ali schon in Deutschland ist, dass er seit Jahren auf der Straße die Situation in Togo immer wieder politisch benannt hat. Und jetzt wird er uns die Informationen über Togo geben. So Ali is going to be the next and last person to talk about the situation reports of the different countries. Most of us know Ali, who's been an activist of the caravan from Hamburg for more than 10 years. And even with all the persecutions, criminalization, he's still struggling to be part of us, and he's still fighting and would give us a report about the situation in Togo. Ist viel, viel besser. Aber hinter dem Bild ist gut. Meinst du auch hinter? Kein Problem. Wie machen wir das für die Sprachen? Ja, hinter dem Bild ist besser für ihn auch. Ja. Okay. No problem. Wer macht die Übersetzung für Ali? Ich frage mich doch, wie wir das machen. Ich weiß nicht, übersetzt du Ali oder? Ja, aber dann soll jemand das auf Englisch übersetzen. Ja, auf Englisch. Also braucht es überhaupt eine deutsche Übersetzung? Ja, Reicht ja. Französisch und Deutsch in einem kleinen Eck? Oder Wir brauchen für Arabisch und so weiter immer die deutsche Sprache. Und das geht einfach, das muss auch in Deutsch gemacht werden. So. Ali, komm. Ali, komm. Ali, komm. Also was ich mache, ich schlage vor, dass ich ihn auf Deutsch übersetze. Okay. Okay, und du machst es dann in Englisch. Okay, dann komm bitte hier hin. Ça va, camarade? Oh, oui, ça va. Donc, je m'appelle Ali Safiane Touré, je viens du Togo. Je remercie l'Assemblée qui est venue pour assister au tribunal. heißt Ali Safi Touré, kommt aus Togo und ist erfreut, vor euch reden zu können. Et là, je vais parler de la situation politique sociale au Togo.
Er wird kurz über die politische Situation im Togo reden. I'm called Ali, and I'm from Togo. Today I'm going to talk about the situation. I'll give a situation report of Togo. Donc, je vais tirer sur 3 points. Donc, ça fait 52 ans de dictature qu'on vit au Togo. Also er wird über 3 Punkte reden. Mal zum Anfang, es gibt seit 52 Jahren eine Diktatur im Togo. I would talk about 3 points, and the first one is that since 52 years there is a dictatorship in Togo. Depuis janvier 2013, les chefs de l'opposition CST, avec l'opposition togolaise, bon, ils ont voulu rencontrer le président Faure Gnassingbé pour discuter les problèmes sociaux au Togo. Also es hat im Januar 2013 offenbar ein Treffen gegeben zwischen der Opposition im Togo und dem jetzigen Präsidenten, um zu schauen, wie es weitergeht. In January 2013, there was somehow a meeting between the present dictator, who is the son of the former dictator, and some opposition leaders to discuss about how they solve the political situation in Togo. Bon, l'opposition togolaise disait, le Faure Gnassingbé, il faudrait qu'ils arrêtent sur des points pour ne pas encore verser le sang au Togo, pour aller aux élections. Also was wichtig ist für die Opposition im Togo, dass sie dem Präsidenten gesagt haben, sie werden alles dran setzen, dass es kein Blutvergießen gibt, ein weiteres, und dass man faire Wahlen oder richtige Wahlen abhalten könnte. So the main important point of the opposition was that they were trying to convince the present dictator that he should do everything to stop the bloodshed that is going on before the elections come. Donc l'opposition a suggéré le président, il faut la dialogue avant d'aller les élections législatives. Mais le président, il a refusé. Il voulait qu'on aille aux élections d'abord avant de faire la dialogue. Der Vorschlag der Opposition war, dass es einen Dialog gibt vor den Wahlen und dass man sich überlegt, wie man die Wahlen dann, also was die Wahlen dann beinhalten. Die Antwort vom jetzigen Diktator ist zuerst Wahlen und dann eventuell Dialog. So the proposal from the opposition or the opposition leaders was that there should be dialogue before elections, that the president should try to arrange dialogue before the elections, but the answer from the president was no, the elections should go ahead and then later there should be dialogue. De là, pour pouvoir détruire l'opposition, le gouvernement en place, ils ont commencé à brûler les grands marchés, 3 grands marchés du Togo, pour faire l'opinion internationale que c'est l'opposition qui l'a brûlé. Und als Maßnahme, als Provokation haben dann Leute von der Regierung angestiftet, die 3 größten Märkte von Togo angezündet und praktisch durchsickern lassen, dass das die Tat der Opposition sei. And prior to the elections, some state agents or agents supported by the state burned down 3 main markets in Togo, and it was being put, or the opposition was being accused of carrying out the vandalism. Donc c'est les femmes commerçantes du Togo qui soutiennent l'opposition.
C'est pour cela qu'ils ont brûlé le marché pour ne pas que les femmes se soutiennent l'opposition. Und man muss wissen, dass die Händlerinnen auf diesen Märkten der Opposition sehr nahe standen, die Opposition unterstützt haben. Und es war gleichzeitig eine Warnung an diese Frauen, aufzuhören, die Opposition zu unterstützen, indem ihre Lebensgrundlage zerstört wurde. And one should understand that the women of Togo, the market women of Togo, were one of the bright bays for the support of the opposition. And the burning of these markets was a signal to them that they should be careful if they have to support the opposition. Donc, le marché du nord de Kara a été brûlé le 2 janvier et le 12 janvier, le 12 janvier, celle de Lomé a été brûlée. Ils ont invité les sapeurs-pompiers du Ghana pour qu'ils puissent les aider à éteindre les marchés. Also der Markt von Kana, das ist eine Stadt im Norden, ist am 2. Januar angezündet worden, am 10. und der Markt von Lomé am 12. Und da sind dann auch die Feuerwehr ist dann auch gerufen worden, um zu helfen beim Löschen. In between the 10th and the 12th of January, the big markets were burned, and even the fire brigades from outside Togo, from Ghana, were being called in to come and put out the fire in the markets. Donc l'opposition togolaise a dit de faire les enquêtes très d'urgence pour avoir les auteurs qui ont brûlé le marché. Aussitôt, le gouvernement s'est précipité, a commencé à arrêter les opposants pour faire savoir que c'est l'opposition qui a brûlé le marché. Après, ils ont appelé un expert israélien et un expert français, disant qu'ils ont fait l'enquête. Normalement, l'enquête soit faite avant qu'on arrête les fautifs. Et ils ont arrêté l'opposition d'abord avant de faire les enquêtes. Also die Regierung hat dann sehr schnell, also zuerst die Opposition hat mal selber recherchiert, wer die Märkte angezündet hat. Die Regierung hat handkehrum sehr schnell Leute von der Opposition verhaftet, unter dem Vorwand, diese Märkte angezündet zu haben. Sie haben dann 2 internationale Experten, einen aus Israel und einen aus Frankreich, Brandexperten zugezogen. Aber normalerweise macht man eine Expertise, bevor man die Leute verhaftet und nicht danach. The opposition actually called for a swift and clear investigation of who burned the markets, and the government was a little bit worried that something would come out. And instead of trying to go to the demands of this opposition, they arrested some opposition leaders, saying that they were involved in the burning of these markets. And after this arrest, they called some fire experts, one from Israel and one from France, to say that they should do the investigation. And Ali's question is, how can you arrest people before you do investigation instead of starting the investigation and lead to the people that you have to arrest? L'opposition disait qu'il faut que la dialogue. Maintenant, ils ont arrêté les gens de l'opposition, 35 personnes. Et maintenant, les gens sont en prison. On n'a pas encore fait la dialogue. Maintenant, ils ont lancé le 21 juin, ils vont faire les élections. L'opposition est en train de dire non. Les gens avec qui vous voulez aller aux élections, vous les avez arrêtés, ils sont en prison. Comment est-ce que vous pouvez aller les élections sans l'opposition? Und es ist klar, die Opposition sagt, ihr wollt jetzt am 26. Juni Wahlen abhalten, aber ihr habt über 30 Leute, vor allem auch Führer von der Opposition, eingeknastet. Eigentlich sind das die Leute, auf die wir gezählt haben für die Wahlen. Wie könnt ihr Wahlen veranstalten, wenn ihr die einzige potenzielle Opposition eingesperrt habt? Actually,
from the beginning, the opposition was asking for dialogue. But instead, 35 of their members have been arrested and are lamenting in jails. There are other activists that are also lamenting in jails. And the government has set the date for elections on the 21st of June. And the opposition leaders that are in jail now are the ones who were supposed to contest these elections. How can you put on an election when there is no dialogue and when even the people that have to contest against the dictator are already in jail? Donc, jusqu'à présent, bon, il y avait, bon, dans l'arrestation de l'opposition, il y avait un membre de ANC, Alliance nationale du changement. Il était décédé en prison le 10 janvier passé, le 10 mai passé. Le 10 quoi? Mai. Aha. Und von der Allianz der Opposition ist einer der Oppositionellen, den sie eingeknastet haben, ist am 10. Mai im Knast verstorben. And one of the members of the opposition from the ANC, the Alliance for... Alliance quoi? Alliance nationale Okay. du changement. National Alliance for Change, one of them died on the 10th of May in prison. 27 avril, le 25 avril passé, l'opposition était venue en Allemagne, ici en Bremen. Moi, je suis présent, j'étais allé à Bremen. Il disait, bon, les ambassadeurs qui vivent au Togo, celle de la France, celle de l'Allemagne, de l'Union européenne et ONU, ils sont que des businessmen. Parce que ce que l'opposition, ils appellent l'opposition discute avec eux, ils connaissent la réalité qui se passe dans les pays. Derrière l'opposition, il faut de faux rapports vers la France et l'Allemagne ici. Also, war an einer Konferenz mit Leuten von der Opposition aus dem Togo in Bremen, wo diese denunziert haben, dass sie offiziellen Vertreter, also die Botschafter der verschiedenen europäischen Länder, auch der UNO, eigentlich wieder besseren Wissens gefälschte Lageberichte zur Situation im Togo machen und dass das eigentlich ein einziger Betrug ist, obwohl die ganz genau Bescheid wissen und es auch ein Dialogangebot an die staatlichen Vertreter gab, machen sie eben solche Berichte. On the 25th of April, a delegation of the opposition came to Germany to talk about the situation in Togo. Ali, because he's a representative of the Togolese in Germany, was also with them. And in this discussion, he understood that the opposition was saying that the ambassadors of Germany, of France, and even some officials of the United Nations are behaving like business people. That during the time that they even proposed dialogue to the government, they were also meeting with these ambassadors who actually know the real situation of Togo. But even behind their backs, after discussing with the opposition, they go behind and write different reports about the situation of Togo, and which is a good report and not the one that supports the people of Togo and the opposition. Pour cela, la population togolaise, femmes, enfants, les vieillards, ils se sont décidés, ils se sont déterminés. Chaque samedi, ils sont sur les rues de Lomé en criant qu'on en a marre. Donc il faut que le régime en place parte. Und im Moment, jeden Samstag gibt es große Demos in Lomé, Kinder, Frauen, ältere Leute, alle Leute unter dem Motto, wir haben die Nase voll. Sie wollen, dass dieses korrupte Regime geht und sie sind auf der Straße und einfach, dass es endlich sich ändert. And because of the situation, the women of Togo, the children of Togo have decided that every Saturday
They are demonstrating in the capital Lome, telling the state, the government, that we've had enough, we are not feeling well, we want this government to decapitate, we want this government to go, and that they are doing this for resistance and also for support to remove the government. Pourtant, les journalistes aussi, j'avais oublié, les journalistes ne sont pas libres, les élèves aussi ne sont pas libres, les fonctionnaires aussi ne sont pas libres. Tout le temps, les fonctionnaires protestent, les étudiants aussi protestent, les élèves aussi protestent pour la justice. Ils disaient que le Togo n'a pas de l'avenir. Maintenant, le Togo marche, la tête sur en bas et les pieds vers en haut. Also meint, die Studenten, die Schüler, die Staatsangestellten, alle Leute eigentlich sind unzufrieden, protestieren, lehnen dieses System ab, weil so wie es jetzt aussieht, hat Togo keine Zukunft. Er beschreibt das so, dass Togo mit dem Kopf und den Füßen nach unten versucht, vorwärts zu kommen. Even the people that have connections to the state, some students, even the service people of the state, part of the society are also demonstrating that they want a better standard of living. And we are seeing a situation in Togo now where people are struggling on their heads on the ground and their feet in the air to see how they can survive and to see, to fend for their future. Donc le Togo est sans avenir. Also Togo ist ohne Zukunft. The people of Togo are without a future. Donc je vous remercie. Thank you. Vielen Dank. So, wir haben jetzt die Länderlageberichte zu unterschiedlichen Ländern gehört. Und jetzt haben wir bis kurz vor 5 die Möglichkeit von euch, die gerne zum Mikro kommen möchten, zu den Berichten oder zu denen, was ihr gerne dazu sagen wollt, die Möglichkeit. Es gibt ein offenes Mikro. Können wir das offene Mikro noch mal nutzen? Er möchte kurz zu seinem Beitrag noch was sagen, aber den hole ich gleich dran. Wir haben offenes Mikro, ja? Ja, genau. Der Freund ist noch dran. Although it's an open microphone, please, we have refugee activists from different parts of Germany, migrant activists from different parts of Germany that have not had the opportunity to bring their charges or to give their reports, because now we are on situation reports of countries. If refugees or migrant activists are there that want to give situation reports just short about their home countries, they should come up. Bon, on a un microphone ouvert, c'est-à-dire ceux qui veulent aussi donner les rapports sur leur pays peuvent venir maintenant, mais surtout ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de parler d'abord, d'avoir presque 5 minutes, pas trop, de dire quelque chose concernant son pays, parce que la situation maintenant est que les thèmes sont les rapports des pays origines. Donc il ne faut pas mélanger beaucoup de choses, c'est seulement pour donner un petit rapport sur la situation paysanne. Französisch und kannst du übersetzen? Sehr bref. Das ist schwer. Wieso? Try to adjust. Ja.
Ok. Ok. Je m'appelle Touré Dramane. Ich komme von Wittenberg, Sachsen-Anhalt. Einfach, ich möchte reden über die Westafrika, eine allgemeine Situation. Ja, Moment. Bon, je viens tout de suite, pardon, tu peux garder. Ok, il n'y a pas de problème. Mon nom c'est Touré. So, my name is Touré Aus Wittenberg, Land Sachsen-Anhalt. aus Wittenberg, Land Sachsen-Anhalt. Bon, je vais parler brièvement sur la situation de Westafrika. Ich würde kurz über die Situation von Westafrika reden. Bon, je pense que tout le monde connaît ce qui se passe d'une manière générale en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest où je suis. Ich glaube, dass viele von uns wissen, was momentan tatsächlich passiert in Afrika und besonders in Westafrika. La démocratie, qu'est-ce que c'est la démocratie? La démocratie, c'est la gestion des affaires de la ville. Und die Demokratie, was ist die Demokratie? Die Demokratie ist die Demokratie ist, wenn die Leute selbst die Regierung stellen und durch die Regierung ihre Interessen vertreten werden. Moi, je pense que cette situation n'existe pas en Afrique et les autorités européennes, notamment les autorités allemandes, le savent. Ich glaube, das ist nicht die Tatsache in Afrika, das ist nicht die Realität in Afrika und die europäischen Regierungen, besonders die deutsche Regierung, weiß davon. Si on prend un exemple, par exemple le Nigeria. Le Nigeria, ça fait 50 ans il y a le pétrole au Nigeria. Mais qu'est-ce qui se passe au Nigeria? Tous les Européens, il n'y a pas un pays dans le monde qui ne peut pas savoir ce qui se passe au Nigeria. Il y a l'anarchie au Nigeria et cette anarchie, ça profite à qui? Ça profite aux Européens. Nehmen wir ein Beispiel Nigeria. Nigeria ist ein Land, das seit 50 Jahren Öl produziert. Einer der größten Länder in Afrika ist und einer der größten Depot von Öl hat. Aber wir alle wissen, was in Nigeria jetzt passiert. In Nigeria regt Chaos. In Nigeria ist die Anarchie. Und wir reden von Öl und wir wissen, dass durch dieses Chaos die Leute, die davon profitieren, sind die europäische Regierung und ist Deutschland. Quel pays en Europe a fait embargo sur le Nigeria compte tenu de la mauvaise gestion des ressources pétrolières au Nigeria? Quel pays a refusé de coopérer avec le gouvernement du Nigeria parce que les ressources sont mal réparties et inégalement réparties et encore les responsables du Nigeria volent les ressources et que malgré tout les politiques européennes continuent à coopérer avec ces pays qui volent le peuple et qui viennent déposer les milliards d'euros, les milliards de dollars dans les banques européennes. Kurz zusammengefasst, welche Regierung in Europa hat ein wirtschaftliches Verbot gegen die nigerianische Regierung gemacht? Keine. Welche Regierung Europa hat ein Verbot gelegt, weil die Ressourcen, die Reichtum von den Nigerianern geklaut würden, das Geld geklaut wird, in Europa eingestockt wird? Welche Regierung in Europa hat ein Verbot gegen die nigerianische Regierung gemacht, wegen der Menschenrechtsverletzungen von Nigerianern? Keine, weil wir wissen, dass sie davon profitieren. Après le Nigeria, il y a l'Angola. Mais qu'est-ce qu'il y a tout en Angola? Mais ça ne va pas en Angola et les Européens le savent. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arrêter cela? Rien. Et cela, ça continue. Et c'est les pauvres Africains, nous,
qui souffrent. Et si on vient ici, on dit que non, vous ne devez pas venir ici, retournez chez vous. Or, ce qui se passe en Afrique, ils le savent, ça les intéresse plus que nous les Africains, parce que c'est eux qui sont là-bas, et les ressources qu'ils puisent, l'or, le diamant, le cobalt, le pétrole, qui prend ces ressources, ce n'est pas eux. Et maintenant, avec tout ça, l'Afrique souffre et ils coopèrent avec les Africains. Et encore, ils voient que l'Afrique souffre, mais ils continuent à coopérer avec ces dictateurs et responsables qui sont devant nous, qui sont les responsables d'Afrique actuellement. Kurz zusammengefasst, ein anderes Beispiel ist Angola. Genau was in Nigeria passiert, passiert auch in Angola. Angola hat Reichtum, Ressourcen. Aber was ist mit den Leuten? Die sind einer der ärmsten Leute in der Welt. Nur ein kleiner Klick oder Gruppe von Leuten regieren die ganzen Ressourcen und die haben eine Verbindung zu Europa. Was ist das? Wieso gibt es kein wirtschaftliches Verbot gegen die angolanische Regierung? Die wissen, dass wir die armen Leute, die das leiden, nicht viel machen können. Aber wenn wir hier nach Europa kommen, um Asyl zu bieten, sagen wir, dass wir müssen zurück zu unseren Ländern. Das geht nicht, das wird nicht gehen. Und die profitieren, werden auch sehen, dass wir bereit sind zu kämpfen. Ok, malheureusement, le temps est reparti, est fini, donc on aura le temps encore à discuter. Je vous remercie. Vielleicht während die 3 Tage werden wir noch mehr Möglichkeit und Zeit haben zu diskutieren, aber für jetzt sage ich Danke.